Servus Freunde, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video Good Game Empire. Wir haben ein neues Update bzw. Info-Video zu einem Update. Und zwar geht es heute um Ignareth, den legendären roten Drachen. Falls euch der Name nichts sagt, schaut gerne auf dem Good Game Empire Account vorbei. Da wird, wenn ich das Video am 5.5. hochlade, morgen Trailer hochgeladen werden. Ein erster Trailer sollte aber auch schon am 30. April verfügbar gewesen sein. Und falls ihr es da noch nicht gesehen habt, es geht natürlich wieder um einen neuen Rift Raid Boss. Der Information nach, die ich von Good Game bekommen habe, soll es erstmal der dritte von den drei Bossen sein. Und das kann ich vorab schon sagen, der stärkste Boss, noch stärker als der Zombie-Boss. Da haben ja schon einige, vor allem Free-to-Play-Spieler, gesagt gehabt, dass die höheren Level da nicht wirklich spielbar sind. Dazu muss direkt gesagt sein, Ignareth wird noch mal stärker werden. Ich gehe einfach mal ein paar Sachen durch von denen, die ich weiß, und dann werden wir gucken, wie weit es ist. Zunächst einmal Ignareth, das ist dann natürlich ein Drache, Drachen-themed Boss in diesem Fall, mit der Besonderheit, dass der ein sehr, sehr starker Defense-Boss ist und dass man Geduld wirklich braucht, um den zu besiegen, aber gleichzeitig auch nochmal als Personality von ihm. Je länger man allerdings auch braucht, um ihn zu besiegen, umso stärker wird der Boss allerdings auch. Dementsprechend muss man da gucken, was den Boss besonders macht. Good Game hat da drei Besonderheiten hervorgehoben. Zum einen die Stärke sowohl für Fern- als auch für Nahkampfverteidigung auf allen Schwierigkeitsstufen. Dann die zweite Sache ist der sogenannte X-Spawn, die Mutation von Truppen im Innenhof. Und die dritte Stärke ist, was den Boss besonders macht, sind die Health Stages pro Level. Das heißt, der Boss regeneriert sich auch im Verlauf der Level relativ schnell wieder. Fangen wir zunächst einmal an mit den Nah- und Fernkampf-Verteidigungseinheiten. Dazu muss man sagen, dass der sowohl für die Fern- als auch für die Nahkampf sehr, sehr starke Reduzierung hat. Sowohl auf der Mauer als auch auf dem Innenhof, soweit ich es verstanden habe. Das heißt, man muss ja gucken, dass man da wirklich vernünftig mit guten Einheiten und guten Tools draufläuft, um halt gegen diese Buffs, gegen diese Vorteile für den Boss, beziehungsweise die Nachteile für den Spieler dran durchzukommen. Dann sind diese Buffs, also diese Stärke für Fern- und Nahkampf, in jeder Stage, in jedem Level von dem Boss aktiv. Das heißt, es gibt jetzt nicht mal nur einen Abschnitt in Level 3, wo nur die Verteidigungseinheit, wo nur die Fernkämpfer bei ihm gut sind und man mit Nahkämpfern laufen kann. Nein, es wird über alle Level so sein, dass sowohl Nah- als auch Fernkämpfer Verteidiger sehr, sehr stark sind. Dazu wird auch direkt gesagt, man kann diesen Boss nicht mit den normalen Welleneinheiten besiegen. Mit den normalen Welleneinstellungen. Das heißt, man muss diese exklusiven Tools, auf die wir auch nochmal eingehen werden, aber man muss auf diese exklusiven Tools für die Wellen, die zusätzliche Wellen geben, für die bestimmte Effekte in den Wellen geben. Man muss mit diesen laufen. Ansonsten soll man nicht in der Lage sein, diesen Boss zu besiegen. Ihr merkt auch wieder, es ist sehr, sehr stark. Man braucht explizites Werkzeug, was man nur explizit für den Boss kaufen kann, um den zu besiegen. Ansonsten hat man nicht wirklich eine Chance gegen den. Deswegen auch da nochmal, der kann nicht mit den normalen Welleneinstellungen besiegt werden. Das heißt auch, in dem Sinne, der kann nicht mit den normalen Feldherren, mit den normalen Sets besiegt werden. Es werden neue Sets bereitgestellt für den Boss. Man braucht diese, um den Boss zu besiegen. Zur Mutation. Wir kennen die Geschichte ähnlich wie aus dem Pilzboss. Auch hier wird es so sein, dass anhand der Anzahl an Einheiten, die halt nicht besiegt werden, beziehungsweise die verloren gehen, sogenannte Eier im Innenhof spawnen. Diese Eier werden zu einer schwächeren Einheit heranwachsen und wenn diese Einheiten dann auch nicht weiter besiegt werden, werden die zu ähm, kleinen Drachen und großen Drachen später,
heranwachsen. Also es gibt insgesamt 4 Stufen. Es gibt einmal diese Eierstufe, dann gibt es den sogenannten äh, Ryan, dann gibt es den Drake und dann gibt es den Full Dragon. Also es sind auch da Einheiten wieder die gleiche Geschichte, die sich halt verbessern mit einem deutlich, deutlich stärkeren Anteil von dem, was wir bereits aus dem Pilzboss kennen. Dann einmal zu den Health Stages pro Level. In den Leveln 1 bis 3 von dem Boss gibt es 7 von diesen Stages, wo er sich wieder regeneriert. Ab Level 4 gibt es 8 davon. Das heißt, auch da wird der Boss nochmal schwieriger werden und denkt daran, dass es insgesamt 20 Level gibt. Also alles von Level 4 bis Level 20 hat 8 von diesen Stages für die Regeneration des Drachen. Es gibt 2 Werkzeugkategorien. Einmal die Wellenkategorien und einmal die unterstützenden Werkzeuge. Also es gibt einmal die Wellenwerkzeuge und einmal die unterstützenden Werkzeuge. Das sind einmal die unterstützenden Werkzeuge ist relativ ähnlich zu dem, was wir kennen. Das ist basierend auf dem, was wir auch beim Pilz hatten, nur mit einem neuen Aussehen für den neuen Boss. Aber es gibt dann auch nochmal Wellenwerkzeuge. Äh, Ich weiß gerade nicht, woher die ursprünglich kommen. Ich kenne das nicht, aber scheinbar gab es solche Tools schon mal. Die sind dann auch angepasst worden für den neuen Boss, die dann natürlich dafür da sind, die Stärken des Bosses vor allem in der Verteidigung deutlich zu reduzieren und auch einmal dabei zu helfen, dass man halt die Reserve, also den Innenhof, entsprechend stark halt bekämpfen kann. Wie bereits gesagt gehabt, ist es nicht unbedingt geplant, mit den normalen Feldherren und den Reliktfeldherren den Boss zu besiegen. Dementsprechend gibt es 3 neue rote Ausrüstungssets explizit für den Drachen. Es gibt einmal 5 Items für die Slots, ganz normal, den Helden, den Helm, die Waffe, die Rüstung und das Artefakt. Und zudem noch einmal die 4 Gems. Der erste Gem äh, hat einen Einfluss auf die Welleneinheiten auf den Wänden, der zweite für die Einheitenanzahl im Innenhof, der dritte und der vierte dann entsprechend für Nah- und Fernkämpfer positive Effekte für euch. Wichtig ist die Stärke von diesen Effekten, denn auch da gibt es deutliche Hinweise, dass es nicht geplant ist, dass ihr mit allen Einheiten, mit allen von diesen Sets durch alle Wellen durchkommt. Denn es steht klar geschrieben, dass Bronze nur für die ersten 10 Level funktioniert. Das heißt, sobald ihr über Level 11 oder Level 12 kommt, wird es sehr, sehr schwer, auch wenn ihr einen entsprechenden Feldherren dafür habt, auch einen voll ausgerüsteten Feldherren für dieses Event, wird es schwer weiterzukommen. Level Silber ist auch nur für 5 weitere Level gedacht, und zwar für die Level bis 15 ungefähr. denn, denn Good Game Empire sagt ganz klar, um alle Level zu schaffen, braucht man die Gold-Sets von diesen neuen Drachen-Sets. Wahrscheinlich blende ich euch gerade irgendwelche Bilder dafür ein, damit ihr da gucken könnt. Aber das ist dann für euch wichtig, dass ihr darauf achtet. Beziehungsweise einfach nur noch mal ein bisschen Hintergrund davon, wie stark der Boss sein soll. Also man braucht voll ausgerüstete, mehr oder weniger Sets, Bonus für Level 20 und das Ganze in Gold. Die Information für euch ist auch nochmal, dass alle 3 Sets, ob Bronze, Silber oder Gold, auch PvP-Effekte haben. Also man wird diese Sets nicht nur für den Drachen gebrauchen können, natürlich vor allem für den Drachen, aber man kann diese Sets wohl auch für PvP nutzen. Inwieweit das da die für starkes PvP ausgelegt sind, ist natürlich eine andere Sache. Mich würde es wundern, wenn es nicht wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gold-Set natürlich wieder komplett overpowered ist. Ich kann aber nichts zu sagen. Ich habe da keine weiteren Informationen zu. Dann natürlich einmal, das hatte, ich glaube, Generals Camp bereits in einem Video gesagt gehabt, dass diese Recycling von den Effekten. Das ist natürlich eine Sache, die vorher schon gesagt worden ist. Man hat in den Kisten häufig Doppelungen gehabt, dass man 3 oder 4 Mal den gleichen
die gleiche Brustplatte hat oder sowas oder die gleiche Waffe. Man kann diese nun für äh, eine neue Währung, für die sogenannten Rift Shards austauschen, beziehungsweise man kann die für Rift Shards verkaufen und man kann dann im Gegensatz dafür mit den Rift Shards beim Blacksmith wiederum passendere Rüstung kaufen. Das wird wahrscheinlich besonders teuer sein. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das aussieht. Es wird aber wahrscheinlich sein, dass es ein extra Feld wieder beim Blacksmith, beim Master Blacksmith geben wird, wo man dann entsprechend die Sachen kaufen bzw. dann verkaufen kann. Apropos verkaufen, die Geschichte mit der Einführung des roten Equipments hatten wir ja, da gab es ja auch ein bisschen Diskussion drüber. Good Game Empire hat dann angekündigt, explizit das einzuführen, dass die Kosten von Rubinen für das Entfernen von Gems aus roter Ausrüstung nicht mehr 20.000 Rubine kostet, sondern noch 200 Rubine. Dementsprechend wird das hoffentlich deutlich, deutlich besser werden. Haben wir einfach mal kurz nochmal zurück zum Boss. Die sogenannte Player Strategy Guide auf der Seite mit 3 wichtigen Hinweisen, wie man den Boss am besten besiegt. Ich habe es selbst nicht ausprobiert, ich werde den Boss wahrscheinlich auch nicht spielen, aber einfach mal für euch die Information. Erstens, Geschwindigkeit ist wichtig. Die Mutation von den Einheiten ist zeitlich begrenzt. Also es geht auch mit Zeit. Immer von der Zeit abhängig werden die Sachen mutieren. Das heißt, ähm, langsame oder unkoordinierte Angriffe auf den Drachen werden nur dafür sorgen, dass er schwieriger wird. Und sobald die Sachen zu ausgewachsen sind, wird es fast unmöglich sein, den Drachen zu besiegen. Das heißt, ihr müsst schnell handeln und schnell arbeiten. Man muss die neuen Werkzeuge einsetzen für die Wellen. Die alten arbeiten nicht, dafür ist der Boss zu stark. Ihr müsst diese neuen Tools, die explizit für den Boss sind, einsetzen, beziehungsweise kaufen und einsetzen. Und ihr müsst entsprechend auch die Werkzeuge einsetzen, um diese Wellen zu verhindern. Das dann auch nochmal in Bezug auf den Speed. Auch wenn ihr top angreift oder sowas, wenn ihr nicht die entsprechenden Werkzeuge habt, um die Mutation zu verlangsamen, kann es trotzdem sein, dass ihr scheitert, auch wenn ihr meint, gut in der Zeit zu liegen. Und dann einfach nochmal für euch die Information: Am 30. April gab der erste Trailer und am 6. Mai sollte das Event live gehen. Die Information kam dazu ja auch schon auf dem Discord. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Informationen geben können und auch ein paar mehr Informationen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Boss und ich hätte mal gesagt, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Cheerio. Ciao.